Guten Morgen und Hallo to everyone. Für jeden, der sich schon mal gefragt hat, was kann man in Madrid und Umgebung machen, hier meine Antwort: Wandern. Heute geht es zu dem Siete Picos, auch zu Deutsch gesagt die 7 Spitzen über den Camino Schmid, und los geht's! So, jetzt noch kurz bei Mercadona gewesen und erst zu essen geholt. Wir sind jetzt auf dem Weg zu den Siete Picos, also 55 Minuten straight mit dem Auto. Ich denke ein bisschen Highway und Landstraße, und das ist es auch schon. Ist einer von den wenigen Punkten in der Umgebung, die man nicht mit dem Metro erreichen kann. Aber wir haben uns ja ein Auto gemietet, was relativ kostengünstig war. 50 Euro pro Tag. 2 Tage im Vorhinein gebucht, also wirklich okay. Hätten wir nicht so getrödelt, hätten wir 50 Euro für 2 Tage bezahlt. Aber das ist, ja, das sind halt einfach wir. Naja, und jetzt zuerst mal essen und dann geht's los. That's delicious. Wir sind jetzt hier auf dem Puerta de Navacerrada. Das ist ein Großparkplatz mit Restaurants und allem Möglichen. Hier ist auch ein Skigebiet. Das Parken hier ist gratis und ist eigentlich auch der Ausgangspunkt von allem, was man hier beginnt. Unsere Tour ist eigentlich nicht so anstrengend. Es ist eines der Klassiker, ungefähr 10 Kilometer mit 800 Meter Höhenanstieg. Also es ist eigentlich ein Rundweg. Wie gesagt, man startet am Großparkplatz Puerta de Navacerrada, überquert die Passstraße, dann sieht man ein großes Restaurant auf der linken Seite, folgt der Auffahrt zum Telegrafo. Diese Auffahrt folgt man 5 bis 10 Minuten, ist nicht wirklich weit, bis man eine etwas nicht so, meines Erachtens, Beschilderung zum Camino Schmid sieht oder auch Siete Picos. Ja. Und dieser Weg runter ist, also dieser Weg ist etwas abschüssig und dem folgt man dann mal für 30 Minuten. In diesen 30 Minuten überquert man auch mal die Skipiste und genau das machen wir eben gerade. Diese Tour wird euch übrigens präsentiert von einem österreichischen Einwohner mit genügend Bergerfahrung. Natürlich hat dieser österreichische Einwohner auch seine Bergschuhe vergessen. Die liegen nämlich zu Hause. Und wenn man bei mir daheim sagt, daheim liegt's gut. Naja, wie man schon sieht, ich trage eine Maske mitten im Wald. Es sind eigentlich keine Leute hier, aber hin und wieder trifft man Leute, jeder hält sich daran. Dementsprechend macht man's auch. So, und nachdem man jetzt die Skipiste überquert hat und ungefähr 30 Minuten dem Weg gefolgt ist, folgt ein kleiner Anstieg links rauf, eine Gabelung zum Collado Ventoso.
das ist genau hier. Da kann man eine kurze Verschnaufpause machen, sieht auch auf der anderen Richtung direkt auf die Seat de Picos hinauf. Und dann geht es eigentlich 30 Minuten ein bisschen schneller bergauf und dann ist man schon auch zwischen den ersten 2 Punkten. So, nach ungefähr, keine Ahnung, 20 bis 30 Minuten Aufstieg sind wir eigentlich fast hier. Wir befinden uns jetzt wirklich zwischen den ersten 2 Punkten. Also man kann wirklich entscheiden, nochmal nach links zu gehen oder auf den zweiten Punkt drauf. So, wie man sieht, sind wir jetzt angekommen. Mein Resümee und Fazit zu dem Ganzen. Eigentlich sehr cool. Ich kann nur empfehlen, wirklich Bergschuhe anzuziehen. Jedenfalls Schuhe, die etwas mehr sind als Sneakers. Because am letzten Stück, die 15-20 Minuten am Ende, ist man wirklich sehr Offroad unterwegs. Und da ist es wirklich besser, wenn man Trittsicherheit hat. Überhaupt jetzt, wo noch relativ viel Schnee gelegen ist, ist es auf jeden Fall besser, man hat besseres Schuhwerk dabei. Und ansonsten ganz unterhaltsam. Es ist eigentlich relativ eine gemütliche Tour, würde ich sagen. Würde ich sogar auch sagen, kann man mit Kindern gehen. Also man hat auch viele gesehen. Und was sonst noch? Es ist eigentlich atemberaubend, dass man hier überhaupt keine Leute antrifft. Es ist Montag, Ostermontag, um es genau zu sagen. Und man trifft vielleicht alle 15 Minuten 1 oder 2 Personen. Es ist so unheimlich still hier. Man selbst beginnt zu flüstern, weil es so leise ist hier. Also bin ich von heimischen Wanderwegen nicht gewohnt und hier ein Wahnsinn. Und jetzt kommen sicher auch noch gleich ein paar Panorama-Shots. Was ich noch hinzufügen will und möchte, ist, wir sind jetzt hier ungefähr 1 Stunde, gehen den Gebirgszug entlang und gehen die einzelnen Picos ab und wir haben bis jetzt keine einzige Person gesehen. Also wir sind wirklich alleine hier. Es ist atemberaubend, wirklich wow. Nachdem wir jetzt oben den kompletten Gebirgszug beendet hatten und auch alle 7 Picos erreicht hatten, oder fast alle kann man sagen, war leider am höchsten Punkt der Picos so viel Schnee, dass wir jetzt nicht den Rundweg gegangen sind und dementsprechend umgedreht sind, weil es einfach sicherer ist und logischer. Sind jetzt den Weg zurückgegangen und gehen einfach denselben Weg wieder zurück. Eigentlich wäre es die kürzere Variante, den Rundweg fertig auszugehen, einfach nur runter zu gehen, aber leider war für den Abstieg zu viel Schnee. Dementsprechend all the way down.
Oh, we're back. Okay, was ist das Fazit zu dem Ganzen? Wirklich cool, war unfassbar schön. Wir haben auf den ganzen Rückweg keine einzige Person gesehen, seit wir wirklich von der Spitze runtergegangen sind bis jetzt. Okay, am Parkplatz waren wir, aber bis jetzt wirklich keinen einzigen gesehen. Also unfassbar wirklich. Wirklich schön, um wahrscheinlich auch mit der Familie zu gehen, vielleicht mit Kindern, wirklich nicht bis ganz rauf, überhaupt nicht in diesen Zeiten, also eher zu empfehlen im Mai, Mitte Mai oder sowas, weil hier einfach zu viel Schnee, bis jetzt immer noch zu viel Schnee liegt an der Spitze und das ist doch sehr gefährlich und wir schließlich auch umgedreht haben. Ja, und auch Beschilderungen sind hier nicht so gut wie in Österreich oder Deutschland, dementsprechend auch ein bisschen Orientierung beibehalten und Wege erinnern oder in Erinnerung rufen, wenn man zurückgeht zum Beispiel. Und auch den Rückweg nicht unterschätzen, mit einberechnen in der Energie. Ist ja doch relativ steil bergauf dann auf dem Rückweg. Naja, das war unser Trip. Das ist auch schon alles, was ich sagen kann. Also, ansonsten, stay safe!